Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Fufu. Mir ist bewusst, Fufu ist ein afrikanisches Gericht und wird eigentlich aus Maniok und Kochbananen gemacht. Da ich aber weder Kochbananen noch Maniok irgendwo gefunden habe und dann auf dieses Rezept gestoßen bin und das letzte Woche getestet habe und es unglaublich lecker ist. Und anscheinend machen das auch einige so. Nehmen wir das ebenfalls Fufu und kochen das heute nochmal nach. Wir brauchen dafür folgende Zutaten. Wir brauchen Tomaten, Paprika, Tomatenmark. Wir haben hier Kartoffelmehl und Kartoffelbrei, Salz, Pfeffer, Vegeta, 2 Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, ein bisschen Hähnchenfleisch. Da könnt ihr selber gucken, was ihr wollt. Noch was Salz, Erdnussbutter und Wasser. So, jetzt ganz wichtig. Wir haben nämlich unterschiedliche Sachen. Und damit ich die Kamera nicht die ganze Zeit hin und her drehen muss, Folgendes. Wir werden jetzt zuerst die Zwiebel, deswegen getrennt, einmal wird es püriert, einmal wird es angebraten. Wir nehmen die Zwiebel und das Hähnchen und braten das einmal auf der anderen Seite an. Wir schwenken dann nämlich nachher rüber mit der Kamera und wir tun jetzt schon mal alles für die Soße pürieren, damit das fertig ist. So, ich tue schnell anbraten und bis gleich. So meine Lieben, hier sind wir auch wieder. Ihr hört es vielleicht brutzeln im Hintergrund. Das zeige ich euch gleich. Jetzt fangen wir aber an, die Soße zu machen. Dafür habe ich hier so einen Mixer und den füllen wir jetzt. Und zwar mit den Zwiebeln, die Paprika. Und ihr müsst mal gucken, mein Mixer ist ein bisschen klein. Das heißt, ich muss das Ganze hier zweimal machen. Für euch ist der Vorteil, wenn ihr jetzt gerade kein Video macht, ihr wartet, bis das Fleisch so gut wie durch ist und dann mixt ihr alles. Und das Gemixte kommt dann nämlich mit in die Bratpfanne. Da wir jetzt aber diesen Zeitpuffer durch den Umbau nicht haben, werde ich alles hier in so eine Schüssel reingeben. So, was kriegen wir noch rein? Den Knoblauch kriegen wir noch rein. Und auch den Ingwer. Tschack, tschack. Und die Gewürze können wir eigentlich auch schon reingeben. So, dazu haben wir 300 Milliliter Wasser. Wir geben jetzt schon mal die Hälfte hinzu. Und mixen das Ganze hier einmal durch. So, die erste Runde ist durch. So sieht das Ganze aus. Und wie gesagt, wir kippen das jetzt in dem Fall. Ihr könnt es direkt reinkippen, wenn euer Hähnchen fertig ist. Wir kippen das jetzt erstmal in eine extra Schüssel. So, und dann geht es direkt weiter mit den Tomaten und den restlichen Zutaten, die wir hier haben. So, dann holen wir uns ein Löffelchen und geben hier Tomatenmark hinzu. So wie die Erdnussbutter. Nebenbei, wie immer, ihr findet die genauen Rezeptvorgaben unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist dann für 2 Personen. So, restliche Wasser hinzu. Und wieder kräftig durchmixen. So, und auch das zweite Mal ist fertig. Wir holen jetzt hier mal alles raus und kippen es hinzu. Sehr schön. So, soweit dazu. Als nächstes baue ich jetzt nochmal hier in der Küche alles um, so dass wir uns den Herd ansehen können. Für euch sieht das Ganze aus. Wir sehen uns aber gleich wieder, wenn auch das Hähnchen jetzt schon mal gut Farbe bekommen hat. So meine Lieben, da sind wir auch schon wieder, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier die Zwiebeln unten, haben wir angebraten und auch das Hähnchen. Das Hähnchen hat jetzt ungefähr 10 Minuten auf mittlerer Stufe gebraten. Und das soll auch gar nicht durch sein, das soll nur ein bisschen Farbe kriegen, wie ihr hier sehen könnt. Als nächstes nehmen wir nämlich unsere Creme, oder unsere Soße, die wir gemacht haben, und geben die vollständig hinein, dass alles bedeckt ist. Und jetzt lassen wir das Ganze hier auf mittlerer Stufe ungefähr 20 Minuten vor sich her köcheln, dass alles gar wird und alles schön eingeht. So, machen wir Deckel drauf
Und dann kann das vor sich her köcheln. So, meine Lieben, jetzt sind wir auch wieder. Weiter geht's. In der Zwischenzeit köchelt ja hier vorne alles weiter. Und wir werden jetzt den Fufu vorbereiten. Und zwar aus Kartoffelmehl und Kartoffelbereitpulver. Dafür geben wir in einen kalten Topf das Kartoffelmehl und das Kartoffelbereitpulver. Und normalerweise würde da kein Salz reinkommen. Ich fand es aber letztes Mal, wo ich es getestet habe, ein bisschen laff. Deswegen werden wir da jetzt ein bisschen Salz hinzugeben, damit das Ganze ein bisschen Geschmack kriegt. Und mischen wir jetzt einmal alles um und geben jetzt nach und nach immer ein bisschen Wasser hinzu und rühren das wieder um. Insgesamt haben wir hier 450 Milliliter drin. So, wenn alles drin ist und wir es grob verrührt haben, machen wir langsam den Herd an auf mittlere Stufe und wir rühren das Ganze so lange, bis der Teig fest wird und sich vom Boden löst, aber ihr seht das dann gleich auch. Also machen den Herd jetzt an. Und rühren. So, meine Lieben, so sollte das jetzt aussehen. Es sollte richtig klebrig sein. Und das Ganze gebe ich jetzt kurz in 2 Portionen in eine Schüssel. So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben das jetzt erstmal in eine Schüssel drin. Das kann jetzt ein bisschen abkühlen. Und danach werden wir es nämlich in Frischhaltefolie nochmal einpacken, damit wir dann eine schöne runde Form kriegen. Aber das zeige ich euch gleich wieder auf der anderen Seite. Das Hähnchen ist nämlich auch fast durch und damit sind wir fast am Ende. So, meine Lieben, hier sind wir auch wieder. Als nächstes nehmen wir uns ein bisschen Frischhaltefolie. So, das Hähnchen ist fast fertig. War noch ungefähr 10 Minuten. Und hier der Fufu ist ein bisschen abgekühlt. Wir quetschen die hier rein. Drehen noch ein Stück ab. Und einmal abziehen. So, dass wir hier so einen Hohlraum haben. Als nächstes habe ich hier ein bisschen Öl. Damit machen wir unsere Hände feucht. Und holen uns den Kartoffelbrei bzw. das Fufu hier raus. Und das Öl klebt das nämlich nicht. Und dann machen wir uns jetzt hier eine schöne Kugel. So ungefähr. Und davon der Konsistenz seht ihr das hier schon mal. Das zieht sich richtig. So. Das kommt jetzt so wie es ist hier rein. Und wir tun das Ganze einpacken. Und dann haben wir unsere Kugel fertig, die in Form bleibt. Ja? So, das machen wir jetzt direkt nochmal mit der anderen. So, meine Lieben, es ist soweit. Wir haben angerichtet. Das ist mein persönliches Fufu. Es riecht und schmeckt unglaublich lecker. Und das Beste, man isst das nicht mit Messer und Gabel, sondern man kann jetzt hier sich so rausziehen, tunkt das hier ein und dann rein damit. Und das ist sozusagen Brotersatz. Das ist so lecker. Wie gesagt, abziehen, reintunken und es ist unglaublich gut. Ihr müsst es unbedingt nachmachen, das ist so ein einfaches Rezept und die Feier ist mega. Ja, mir ist bewusst, es ist nicht das Original, aber wir machen irgendwann das Original. Aber das ist wirklich extrem gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und sonst schreibt mir in den Kommentaren, was wir als nächstes machen sollen oder was wir verändern können. Ihr könnt mir auch reinschreiben, wenn euch das nicht gefällt, was wir besser machen können. Und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, guten Hunger. Ciao, ciao.